Diese Kamera macht mich fertig. Wow. Ja, das war meine echte Reaktion, als ich die Kamera das erste Mal testen durfte. Panasonic hat mir die S1R Mark II vor der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Warum ich deswegen so ausraste, erfährst du gleich. Hier erstmal ein paar Eindrücke, was mit dem Ding alles möglich ist. Sie heißt zwar S1R, wobei das R hier nicht für Resolution steht in meinen Augen, sondern vielmehr für eine Revolution. Die Kamera, die ich damals auf Madeira vor knapp 6 Jahren testen durfte, war die S1H. Mit der S1 von früher hat das Ding hier gar nichts mehr zu tun. Das neue Packaging ist ungefähr 30% kleiner und besteht zu 95% aus Pappe. Das erste, was mir auffiel, ist das Bild, bzw. die Bilder. Das bin ich. Auch zufällig mein Instagram-Profilbild, wo ich seit Jahren mir diverse Kamerasachen und Teile angucke und diverse Kampagnen schon für Lumix begleitet habe. Von der S5 über die GH6 und ganz früher ging alles mit der S1H los. Das heißt, tausende Menschen packen gerade diese Kamera aus, wenn sie rauskommt. Und jetzt ist einfach mal mein Bild auf der leistungsstärksten Panasonic-Kamera, die es je gab. Das ist schon echt cool. Ansonsten finden wir in der Packung natürlich ein Ladegerät, den BLK22 Akku und ein Kameraband, was ich jetzt nicht hier habe. Die Bauform und das Gewicht gleicht eher einer S5. Sie ist minimal größer und macht einen imposanten ersten Eindruck. Wertig und qualitativ, liegt gut in der Hand und das Gewicht ist schön verteilt. Der Griff ist ein wenig tiefer als bei der S5 und der gesamte Body liegt besser in der Hand als an der S1 von früher. Jetzt möchtest du bestimmt alle Zahlen, Daten und Fakten zur Kamera hören. Dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Hier ist meine KI-Assistenz, die mich dabei unterstützt. Luma, du bist dran. Danke, Chris. Das Herzstück der neuen Kamera ist der 44,3 Megapixel Vollformat-Sensor. Er verspricht einen hohen Dynamikbereich von 14 Blendenstufen V-Log. Außerdem ist der neueste Prozessor mit L2-Technologie verbaut. Eine hohe Auflösung als auch ein geringes Rauschen sind das Ergebnis. 80 bis 51.200 ist nun der Standard. Schauen wir uns die Kamera von vorne an, sehen wir bereits neue Dinge. Den Custom-Button, die Shutter Protection, die Tally-Lamp und den Rack-Button. Von der Seite fällt auf, dass die Zugänge einzeln schließbar sind. Mikrofon, Kopfhörer, USB-C und HDMI Typ A. Neue Foto-, Video- und SNQ-Funktionen sind links zu sehen, darunter der Lock-Button. Darüber der Hotshoe und natürlich der neue OLED-Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten. Der Flip-Display ist nun ganz einfach aufklappbar und stört bei der Verwendung keine Kabel. Das neue Menü ermöglicht bis zu 5 individuell belegbare Optionen. Das Speicherkartenfach bietet eine SD- und eine CF-Typ-B-Karte. Akkus sind die gewohnte BLK22. Zurück zu dir, Chris. Also, was kann die S1R Mark II nun? Der neue 44-Megapixel-Sensor ermöglicht unglaubliche 8K 30 FPS. Das gab es bei Panasonic so noch nie. Heutzutage besteht ja ein 4K-Standard. Das ist das gleiche Verhältnis wie damals, als die Kameras 4K konnten und du Full HD auf dem Bildschirm abgespielt hast. Natürlich sind in dieser Kamera alle bisherigen Software-Features integriert, die Panasonic Lumix über die letzten Jahre für sich gesammelt, erkannt und optimiert hat. Dazu zählen auch die Frame Markers, welche dir in Kombination mit OpenGate das Bestmögliche garantieren, um vor Ort die perfekte Kadrierung zu finden in allen Formaten. Aktuell ist OpenGate auf etwas über 6K limitiert. Aber 2025 wird es ein Update geben, welches dafür sorgt, dass 8,1K OpenGate möglich sind. Moment mal, 8,1K OpenGate? What? Damit hebst du deine Qualität auf das nächste Level und hiermit setzt Panasonic wirklich neue Standards. Überleg dir auch mal, was einfach möglich ist im Anamorphotenbereich. 8K stabilisiert und dazu noch OpenGate?
Ein zukünftiges Firmware-Update wird RAW-Video auf einem externen Atomos-Rekorder und einem externen Blackmagic-Rekorder ermöglichen. Es ist möglich, gleichzeitig Proxy-Dateien auf der Kamera aufzunehmen. Die Leistung beim Schreiben ist so hoch, dass handelsübliche SD-Karten hier nicht funktionieren. Daher greift Panasonic auf die in der GH6 und GH7 bereits positiv getesteten CEF-Karten zurück, welche mit über 1 GB pro Sekunde schreiben können. Und damit kommen wir auch zum nächsten Highlight der Kamera. Apple ProRes intern. Ja, intern, nicht extern. Und das Ganze in 5,8K RAW HQ. Und natürlich die von Panasonic bekannten All-Intra mit 800 MB pro Sekunde. Das ist aber noch lange nicht alles, was die Kamera so auf dem Kasten hat. Ich habe es bei der GH6 schon gefeiert, aber das ist halt nur mal MFT. Wir sprechen hier von Full Frame. Und wie lange haben wir darauf gewartet? Ich glaube, über dieses Feature habe ich mich mit am meisten gefreut, neben den 8K. 4K, 120 FPS ohne Crop. Beinahe ohne Crop. Aber ey, 4K 120 auf Full Frame, fast croplos. Endlich! Wie lange haben wir darauf gewartet? Du springst ein bisschen ran ins Bild, aber musst nicht in komplett neuen Brennweiten denken. Endlich, danke. Hier ein sportlicher Drehtag mit Jens in Hamburg, welcher die Features, die ich gerade genannt habe, ganz gut aufgreift. Der neue weiterentwickelte Phasen-Hybrid-Autofokus hat eine verbesserte Echtzeiterkennung mit modernster KI-Technologie und mit 779 Messpunkten. Langzeitbelichtung aus der Hand. Der Stabi soll so gut sein, dass das auch funktioniert. Das teste ich mal. Dazu stelle ich die Kamera auf 1 Sekunde Belichtungszeit und die restlichen Parameter sind ja gerade egal. Also der Stabilisator ist hier wirklich wieder Next Level von Panasonic. Der High-Resolution-Modus erstellt 8 aufeinanderfolgende Bilder, Wow. während der Sensor mit dem BIS-System verschoben wird und zu einem Bild zusammengefügt. Schauen wir uns mal weiter die Fotografie an. Besonders bei Belichtungszeiten um 1/1000 herum brauchst du extrem viel Licht oder einen sehr starken ISO-Wert. Ich bin jetzt gerade beim Hanse-Pedal und mache heute ein paar Aufnahmen mit Steffen, Sportaufnahmen, und teste die 10 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Shutter bzw. die 40 mit dem elektronischen Shutter. Fotos werden mit bis zu 14 Bit in der Serienfunktion erstellt. Was ebenfalls neu ist, ist die Funktion, dass du den Shutter beim Ausschalten der Kamera
herunterfahren lassen kannst. Somit hast du vermutlich nie wieder Staub auf dem Sensor und das Herzstück von dem Baby bleibt sicher. Wie oft kam es vor, dass ich gerade gefilmt habe und nochmal schnell ein Bild machen wollte oder andersrum? Ich wechsle also von Video auf Foto und bin noch im Vlog-Bildstil. Das Bild ist somit komplett unterbelichtet und man kann es fast in die Tonne kloppen. Heutzutage in Lightroom kannst du es noch retten mit KI und Noise Reduction, aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Einen einzigen Klick am Foto-Video-Switch braucht es nun und du bist sicher, du fotografierst richtig im richtigen Bildstil. Wenn du auf C1 bis C5 Fotooptionen hinterlegst, kannst du auch weitere 5 C-Menüs für deine Videosachen nutzen. Das heißt, du musst nur noch zwischen Foto und Video hin und her switchen. Wenn du S und Q noch mit dazu zählst, hast du 15 verschiedene voreingestellte Menüs, die du dir abspeichern kannst. Welche Einstellungen ich noch vorgenommen habe und was ich eingestellt habe, als ich die Kamera das allererste Mal in den Händen hielt, dazu mache ich nochmal ein separates Video. Das findest du hier ebenfalls auf meinem Kanal. Jetzt wäre doch ein super Zeitpunkt, um mich zu abonnieren, oder nicht? Ich gebe mir hier verdammt viel Mühe. Lass ein Abo da und du verpasst nichts mehr auf dem Kanal. Bevor ich auf die Software-Highlights zu sprechen komme, möchte ich euch noch eine technische Neuerung der Kamera erklären. Den 32-Bit Float über den DMW XLR2. Falls ihr das nicht sagt, also 32-Bit, das ist das RAW des Audiobereichs. Sprich, du hast übersteuerte Aufnahmen und kannst sie retten. Diese Kamera ist wirklich für Content Creator oder hybride Filmemacher und Fotografen so ein ultimativ geiles Teil. Eine Neuerung im Softwarebereich finde ich besonders interessant und das sind die False Colors. Denn hiermit hast du anders als beim Histogramm, Waveform oder Luma Spot Meter ganz andere Möglichkeiten, das Bild zu beurteilen. Für die, die False Colors nicht kennen, das Bild wird in einer Farbe dargestellt und jeder Helligkeitsbereich hat unterschiedliche Farben. Schwarz ist meist blau, dunkel, lila und rot, ja, rot ist tot. Und da helfen die False Colors besser und schneller als jedes andere Hilfsmittel in meinen Augen. Ich habe sie mir zum Beispiel auf die individuell belegbare Taste der S1R Mark II gelegt. So wie bei der Lumix S9 die Lumix Lab App mit veröffentlicht wurde, haut Panasonic hier die Lumix Flow App raus, die insbesondere für Filmemacher entwickelt wurde und von Drehbuch, Planung und diversen Steps dir alles bietet, was du in der Vorproduktion brauchst. Außerdem kannst du dein Handy direkt als Monitor nutzen und die in der Shotlist selbst erarbeiteten Punkte über die App abhaken. Durch den Hybrid-Zoom konnte ich bis zu 419 mm ranzoomen. Das ist mir sonst nicht möglich gewesen. Hier ein paar Eindrücke, wie das Ganze aussieht. So, das sind 70 mm. Durch den Hybrid-Zoom kommen wir auf 419 mm an Jens ran. Noch was Cooles für die Studiofotografen unter euch. Ich selber fotografiere relativ selten im Studio, aber Tethering über Capture One ist nun möglich und gar kein Problem mehr. Wie ich eingangs dir zeigte, teste ich seit mehreren Jahren Kameras. Als ich das Skript geschrieben habe, was hier gerade geöffnet ist, habe ich mich wirklich gefragt, welche Kritikpunkte kann ich euch aufzeigen und nicht nur alles loben, sondern was stört mich an der Kamera. Chris bat mich nochmal eine schlechte Nachricht zu überbringen. Die Slow-Motion-Eigenschaften der Kamera sind auf 120 Frames pro Sekunde begrenzt. Er hofft auf ein Firmware-Update und meint 180 bzw. 240 Frames pro Sekunde auf Full HD. 3.600 € UVP. Panasonic spricht mit der S1-Serie ganz klar die Profis an. Wenn du enthusiastisch im Hobbybereich unterwegs bist und das wirklich gerne machst, ist die Kamera auch was für dich. Wenn wir uns auf diesem Profisektor mal die Konkurrenz anschauen, im vergleichbaren Bereich, also 8K und ein Vollformatsensor, phasenbasierter Autofokus und so weiter, kostet die Konkurrenz deutlich mehr. Canon liegt über 4.000 €, Nikon liegt im Vergleich irgendwo bei 5.000 € und Sony über 7.000 €. Hier geht Panasonic ganz klar als Preis-Leistungssieger hervor und räumt das Feld komplett von hinten auf. Und sie ist günstig im Vergleich zu den Konkurrenten, die auf dem Markt sind.
Die Lumix S1R Mark II steckt voller interessanter Features. Sie leitet in meinen Augen eine neue Ära der Kameras bei Panasonic ein und ich persönlich finde diesen hybriden Ansatz, den Panasonic hier verfolgt, besonders lobenswert. Fotos und Videos auf professionellem Niveau und auf höchster Qualität, ganz nach dem Motto kompromissloses Storytelling. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn dir meine Videos gefallen und du mehr sehen willst, lass gerne ein Abo da, ein Like und vielleicht schreib es mir noch einen Kommentar. Vielen Dank, euer Chris.